Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir darüber, wie man Menschen und ihre Beziehungen besser versteht. Vergiss nicht, uns zu folgen und die Benachrichtigungen einzuschalten. Kommunikation kann wirklich eine Herausforderung sein, weil wir oft denken, dass wir uns klar ausdrücken, aber der Empfänger es anders versteht. Genau, das ist häufig der Fall. Manchmal liegt es daran, dass wir verschiedene Erwartungen haben oder unterschiedliche Hintergründe. Ja, und dann gibt es auch die nonverbale Kommunikation. Unsere Körpersprache kann viel sagen, ohne dass wir es merken. Absolut. Ein kleines Stirnrunzeln kann schon eine ganz andere Botschaft senden als das gesprochene Wort. Und bei der Kommunikation geht es nicht nur darum, was wir sagen, sondern auch, wie wir zuhören. Das wird oft unterschätzt. Stimmt, richtiges Zuhören ist entscheidend. Manchmal hören wir nur, was wir hören wollen und nicht, was wirklich gesagt wird. Hinzu kommt, dass wir in stressigen Situationen oft anders reagieren und kommunizieren, als wir es normalerweise tun würden. Ja, Stress kann die Kommunikation wirklich beeinflussen. Manchmal reagieren wir dann zu schnell und denken nicht nach, bevor wir sprechen. Ein weiteres Problem ist, dass wir manchmal annehmen, dass andere die gleiche Sichtweise oder das gleiche Wissen haben wie wir. Das kann zu Missverständnissen führen. Jeder hat seine eigene Perspektive, die durch persönliche Erfahrungen geprägt ist. Und dann gibt es natürlich noch die kulturellen Unterschiede. Was in einer Kultur als höflich gilt, kann in einer anderen als unhöflich empfunden werden. Ja, das ist besonders in internationalen Teams wichtig. Wir müssen uns bewusst sein, dass nicht alle die gleichen Normen haben. Und manchmal spielt auch die Sprache selbst eine Rolle. Manche Wörter haben in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Bedeutungen. Genau, das kann zu Verwirrung führen. Manchmal denken wir hätten uns klar ausgedrückt, aber der andere versteht etwas ganz anderes. Kommunikation ist also sehr vielschichtig. Es geht nicht nur um Worte, sondern auch um Emotionen und Absichten. Deshalb ist es wichtig, immer offen zu bleiben und nachzufragen, wenn etwas unklar ist. So kann man viele Missverständnisse vermeiden. Und Geduld ist wichtig. Manchmal braucht es einfach Zeit, um die Perspektive des anderen wirklich zu verstehen. Das stimmt. Kommunikation ist ein Prozess und nicht immer einfach, aber sie ist der Schlüssel zu guten Beziehungen. Geduld und Verständnis können helfen, Barrieren zu überwinden und eine bessere Verbindung zu schaffen. Und sich bewusst zu sein, dass Kommunikation ständig verbessert werden kann, macht es einfacher, an ihr zu arbeiten. Es lohnt sich wirklich, offen und flexibel zu bleiben, um Missverständnisse zu reduzieren und echte Verbindungen zu schaffen. Ja, und dabei nie zu vergessen, dass es immer zwei Seiten gibt, die gehört und verstanden werden wollen. Es ist interessant, wie oft Missverständnisse in Gesprächen entstehen, obwohl beide Seiten meinen, sie seien klar. Ja, viele Missverständnisse kommen von Annahmen. Wir denken oft, der andere versteht unsere Absicht oder unseren Ton. Oft hören wir etwas und interpretieren es sofort, ohne nachzufragen. Das kann schnell zu Missverständnissen führen. Genau. Und manchmal nutzen wir Wörter, die für uns klar sind, aber für andere eine andere Bedeutung haben. Das stimmt. Ein Wort kann je nach Kontext oder persönlichem Hintergrund unterschiedlich aufgefasst werden. Auch der Tonfall spielt eine große Rolle. Ein Satz kann freundlich oder sarkastisch klingen, je nachdem, wie er gesagt wird.
Und dann gibt es noch die unausgesprochenen Erwartungen, die wir oft nicht klar kommunizieren. Richtig. Wenn wir erwarten, dass jemand etwas Bestimmtes tut oder sagt und das nicht passiert, fühlen wir uns oft missverstanden. Ein weiteres Problem ist, dass wir manchmal nicht aufmerksam zuhören. Wir sind abgelenkt oder denken schon an unsere Antwort. Das kann wirklich hinderlich sein. Echtes Zuhören bedeutet, dem anderen unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken. Manchmal reagieren wir auch zu schnell, ohne den anderen wirklich ausreden zu lassen. Das kann zu Konflikten führen. Ja, das ist oft der Fall. Wir müssen lernen, geduldiger zu sein und dem anderen Raum zu geben, sich auszudrücken. Emotionen spielen auch eine große Rolle. Wenn wir emotional geladen sind, hören wir oft nur, was wir hören wollen. In solchen Momenten ist es wichtig, ruhig zu bleiben und sich bewusst zu machen, dass Emotionen die Wahrnehmung färben können. Und natürlich gibt es die kulturellen Unterschiede, die wir nicht vergessen dürfen. Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Kommunikationsstile. Das stimmt. Was in einer Kultur als direkt gilt, kann in einer anderen als unhöflich empfunden werden. Manchmal hilft es, einfach nachzufragen, ob man richtig verstanden wurde. Das kann viele Missverständnisse vermeiden. Ja, Nachfragen zeigt auch, dass man wirklich interessiert ist und den anderen verstehen möchte. Und am Ende müssen wir uns bewusst sein, dass Kommunikation immer zwei Seiten hat. Es geht um Austausch, nicht nur um das Senden von Informationen. Absolut. Und je offener wir für die Perspektive des anderen sind, desto besser können wir Missverständnisse reduzieren. Es ist ein fortwährender Lernprozess, aber einer, der sich lohnt, um Beziehungen zu stärken. Ja, und dabei sollten wir nie vergessen, dass Geduld und Verständnis entscheidend sind, um echte Verbindungen zu schaffen. In guten Beziehungen ist Vertrauen ein wichtiges Element. Es entsteht nicht über Nacht, sondern wächst mit der Zeit. Genau, Vertrauen gibt uns Sicherheit und das Gefühl, dass wir uns auf den anderen verlassen können. Das macht eine Beziehung stabil. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommunikation. Wenn wir offen und ehrlich miteinander sprechen, stärkt das die Verbindung. Ja, und dabei ist es wichtig, dass wir nicht nur über die schönen Dinge reden, sondern auch über Probleme und Sorgen. Richtig, Konflikte können sogar hilfreich sein, wenn wir sie als Chance sehen, die Beziehung zu verbessern. Das stimmt. Wie wir mit Konflikten umgehen, zeigt, wie stark die Beziehung wirklich ist. Es geht darum, Lösungen zu finden, die für beide gut sind. Gemeinsame Erlebnisse sind auch wichtig. Sie schaffen positive Erinnerungen, die eine Beziehung bereichern. Und diese Erlebnisse müssen nicht groß sein. Oft sind es die kleinen Momente, die zählen, wie ein gemeinsamer Spaziergang oder ein gutes Gespräch. Ein weiterer Punkt ist die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. In einer guten Beziehung geht es nicht darum, immer Recht zu haben. Ja, Kompromisse zeigen, dass man bereit ist, auf den anderen einzugehen und seine Bedürfnisse ernst nimmt. Vertrauen, Kommunikation und Kompromisse sind also zentral, aber auch das gegenseitige Unterstützen spielt eine große Rolle. Unterstützung zu geben und zu bekommen zeigt, dass man füreinander da ist, besonders in schwierigen Zeiten. Und nicht zu vergessen, Humor, Lachen zusammen bringt Leichtigkeit und stärkt die Bindung. Absolut. Humor kann so manche angespannte Situation entschärfen und zeigt, dass man auch die kleinen Dinge im Leben schätzt.
Und letztlich ist es wichtig, die Einzigartigkeit des anderen zu respektieren. Unterschiede machen eine Beziehung interessant. Ja, diese Unterschiede können wir als Möglichkeit sehen, voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Was denkst du über das Thema Vergebung in Beziehungen? Meiner Meinung nach ist es entscheidend, um alte Konflikte hinter sich zu lassen. Vergebung ist wichtig. Sie befreit uns von negativen Gefühlen und öffnet die Tür für einen Neuanfang. Es geht dabei nicht nur darum, dem anderen zu vergeben, sondern auch sich selbst. Wir machen alle Fehler. Genau. Und diese Einsicht hilft uns, geduldiger und verständnisvoller zu sein, sowohl mit uns selbst als auch mit dem anderen. All diese Aspekte zusammen machen eine Beziehung stark und stabil. Es ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Ja, und je mehr wir in eine Beziehung investieren, desto mehr bekommen wir zurück. Es ist wie ein gemeinsamer Weg, den man geht. Ehrliche Gespräche sind oft der Schlüssel, um Menschen näher zu bringen. Sie schaffen Vertrauen und Verständnis, was in Beziehungen so wichtig ist. Ja, wenn man offen über seine Gefühle sprechen kann, fühlt man sich dem anderen automatisch verbundener. Es ist, als ob man eine Brücke zwischen zwei Herzen baut. Interessant ist auch, wie sich die Beziehung verändert, wenn man ehrlich ist. Es gibt weniger Missverständnisse und mehr Klarheit darüber, was der andere wirklich denkt und fühlt. Genau. Und das führt oft dazu, dass man sich sicherer fühlt, weil man weiß, dass der andere einen so akzeptiert, wie man ist, ohne Vorurteile oder falsche Erwartungen. Viele Menschen haben jedoch Angst vor Ehrlichkeit, weil sie befürchten, den anderen zu verletzen. Dabei kann gerade ein offenes Gespräch helfen, Probleme zu lösen, bevor sie größer werden. Ja, es ist wichtig, die richtigen Worte zu finden und dem anderen zuzuhören. So kann man gemeinsam Lösungen erarbeiten, die für beide Seiten gut sind. Und vergiss nicht, dass es auch Mut erfordert, ehrlich zu sein. Es ist nicht immer einfach, seine Schwächen zu zeigen oder zuzugeben, dass man Hilfe braucht. Richtig. Aber wenn man diesen Schritt wagt, zeigt das dem anderen, dass man ihm vertraut. Das stärkt die Beziehung ungemein. Ein weiterer Punkt ist, dass ehrliche Gespräche oft neue Perspektiven eröffnen. Man erfährt Dinge über den anderen, die man vorher nicht kannte. Ja, das kann sehr bereichernd sein. Man sieht die Welt dann aus einem anderen Blickwinkel und versteht besser, warum der andere so denkt und handelt, wie er es tut. Und durch diese neuen Einsichten kann man auch selbst wachsen. Man lernt, geduldiger zu sein und sich in den anderen hineinzuversetzen. Genau, und das macht eine Beziehung tiefer und bedeutungsvoller. Wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich zuzuhören, zeigt das, dass einem der andere wichtig ist. Manchmal sind es auch die kleinen, alltäglichen Gespräche, die viel bewirken. Ein einfaches „Wie geht es dir wirklich?" kann schon Wunder wirken. Stimmt, solche Fragen zeigen Interesse und geben dem anderen die Möglichkeit, sich zu öffnen und über Dinge zu sprechen, die ihm auf dem Herzen liegen. Und das stärkt wiederum das Gefühl der Nähe und Verbundenheit. Es zeigt, dass man nicht allein ist und jemanden hat, der für einen da ist. Ja, und das ist in einer Welt, die oft hektisch und stressig ist, besonders wertvoll. Es gibt einem das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Wichtig ist auch, dass man nicht nur redet, sondern auch zuhört. Das Zuhören ist ein aktiver Teil des Gesprächs, der oft unterschätzt wird. Absolut. Ein gutes Gespräch ist wie ein Tanz, bei dem beide Partner ihre Schritte aufeinander abstimmen. Es lebt von Geben und Nehmen.
Und wenn man diese Balance findet, dann kann man wirklich sagen, dass ehrliche Gespräche Menschen näher bringen. Sie sind das Herzstück jeder Beziehung. Ja, Ehrlichkeit schafft Verbundenheit. Es ist eine Investition, die sich immer auszahlt und die Beziehung auf eine neue Ebene hebt. Das war's für heute. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt etwas mitgenommen. Ja, danke an euch alle. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Wörter euch besonders gefallen haben. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Genau, bleibt dran, wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis bald und passt auf euch auf. Das Vertrauen. Vertrauen ist das Fundament jeder guten Beziehung. Ohne Vertrauen kann keine echte Nähe entstehen. Die Kommunikation. Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu weniger Missverständnissen. Kommunikation stärkt das gegenseitige Verständnis. Der Konflikt. Ein Konflikt kann eine Chance zur Verbesserung sein. Wie man mit einem Konflikt umgeht, zeigt die Stärke der Beziehung. Das Erlebnis. Gemeinsame Erlebnisse schaffen positive Erinnerungen. Ein kleines Erlebnis wie ein Spaziergang kann viel bedeuten. Der Kompromiss. Ein Kompromiss zeigt Bereitschaft zur Zusammenarbeit. In Beziehungen sind Kompromisse unerlässlich für Harmonie.